Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und deiner Familie. Ich hoffe, euch geht es allen sehr gut. Hier ist wieder dein Markus aus Hamburg-Eimsbüttel. Und wir haben heute wieder in Hamburg bestes Wetter und ich möchte auf ein paar Kommentare in Zukunft wieder drauf eingehen. Das ist nämlich mein Regelprogramm, auch jeden Sonntag Kommentare der Woche. Du kannst dazu gerne auch mal die Playlist dazu anschauen und dementsprechend dir mal einen Überblick darüber verschaffen. Denn man muss als YouTuber, auch wenn ich, ich sag mal ein paar tausend Abonnenten habe, das ist an der Zeit schon über 6000, also da braucht man dann tatsächlich doch mal auch dickes Fell, denn das, was in den Kommentaren manchmal zu lesen ist, das ist schon gar nicht mal ohne und auf einige Kommentare gehe ich dann eigentlich immer sonntags drauf ein, seit mehreren Wochen, aber seitdem wir jetzt in Deutschland sind, seit ungefähr 3,5 Wochen ungefähr, habe ich nicht mein alltägliches Setup und dementsprechend biete ich das aktuell so nicht an, aber es kommt wieder mehr dazu. Denn viele Menschen haben gesagt, ja, nach 3,5 Jahren, jetzt bist du wieder zurück in Deutschland, wie geht's weiter? Wir haben damals schon gesagt, bevor wir zurück nach Deutschland sind, dass das nicht unbedingt für immer sein wird. Es ist eine gewisse Testphase, die man auch sich geben lassen muss. Denn statistisch gesehen, nach ca. 3 oder spätestens nach 4 Jahren der Auswanderung kehren die wenigsten Menschen nur noch zurück. Man hat sich sozusagen assimiliert, man hat sich angepasst, den Umständen, dem Klima, dem ganzen System im Ausland, ob das jetzt in Paraguay wäre oder wie für uns in der Türkei. Man passt sich dementsprechend schon so ein bisschen an. Du siehst anhand der Klamotten alleine schon, ich habe so eine Jacke, glaube ich, in der Türkei noch nie angehabt. Das hat natürlich auch seine Vorteile, teilweise auch seine Nachteile. Ich will damit sagen, dass egal, wo du uns hier siehst oder hauptsächlich mich, dass ich froh sein kann und ich bin stolz darauf, dir ein bisschen Einblicke zeigen zu können, weil für viele, auch wenn es für dich vielleicht nicht so stimmig ist, eventuell für dich eher ein Hin- und Hergereise ist, eventuell schlecht für die Kinder ist, glaub mir, ist das für uns alles mehr oder weniger nahezu durchgeplant und durchgetaktet. Wenn ich jetzt am Freitag, so ist der Plan, wieder nach Alanya komme, mit der Family, mit dem größten Teil zumindest, dann weiß ich schon genau, wie es bei mir weitergeht. Und da kann ich dir vorab schon mal sagen, du solltest unbedingt dranbleiben, denn es bleibt auf jeden Fall und es wird auf jeden Fall noch spannender, vor allen Dingen auch für mich persönlich, weil ich dann wieder neue und andere Einblicke demnächst zeigen werde. Das Ganze steht auch schon länger fest. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du das dann siehst. Dementsprechend bleib unbedingt dran und du kannst auch hier dem Video natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Du kannst gerne ein kostenloses Abo da lassen, die Glocke aktivieren und dann freue ich mich, wenn du auch bei den nächsten Videos reinschaust. Und vor allen Dingen für diejenigen, die natürlich immer groß reden können, in den Kommentaren versteckt hinter ihrer Kamera sind, die können natürlich auch gerne mal die Videos zuvor anschauen, die letzten 100 zum Beispiel aus der Türkei, damit du dir einfach mal ein besseres Bild verschaffen kannst über uns, über die Zustände. Denn die Türkei bietet sehr viel und wie ich es auch in dem einen oder anderen Video gesagt habe, das Normalwerden, dass es normal ist, dass es heiß ist, dass es normal ist, dass es in Alanya so ist, wie es ist. Das kann natürlich dann, wenn du dauerhaft dort lebst, je nachdem, wie man es sieht, auch langweilig werden, zur Einöde werden, eventuell auch gerade für die jugendlichen Kinder, die du hast. Denn das kann man halt dann doch nicht vergleichen mit der großen Stadt hier in Hamburg, wo du halt eine gute Infrastruktur hast, wo du viel Unternehmungsmöglichkeiten hast, natürlich auch gerade im Winter auch ganz viel drinne sein kannst mit den Fußballplätzen. Alles musst du natürlich bezahlen, ist ja ganz klar. Aber die Hallenbäder, dann natürlich im Sportverein, ja, Schein zum Beispiel, er gibt Vollgas, vielleicht hast du es gesehen. Er ist da schon angemeldet in einem Verein und will da seinen Fußball weiter hochziehen und dementsprechend Vollgas geben. Und da haben wir für uns eine gute Lösung gefunden und dementsprechend freue ich mich, dass das auch so klappt. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. Und auch das in Zukunft bedeutet nicht, wenn wir jetzt sagen, wir gehen wieder zurück in die Türkei, dass das für immer die Türkei sein muss. Nein, um Gottes Willen. Und vor allen Dingen Alanya. Ja? Früher hat man immer gesagt, ja, man verlässt ein Land, zieht dann in irgendein Land, in irgendeine Stadt und bleibt dann dort und bleibt dort für immer. Nein, die Zeiten sind heutzutage anders. Gerade heutzutage musst du flexibel sein, du musst die Augen und Ohren offen haben
und natürlich dementsprechend dem Weltgeschehen auch lauschen, vielleicht auch ein bisschen Vorahnung haben, vielleicht eine gute Intuition und dementsprechend schauen können, wo es für dich dann in dem Fall am besten ist. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt in die Türkei gehen und in der Türkei irgendwelche Zustände sein sollten, die menschlich nicht so schön sind, ja, sorry, da muss ich doch nicht auf Krampf dort leben, gerade wenn ich als deutscher Staatsbürger mit einem deutschen Pass so viele Auswanderungsmöglichkeiten habe oder Auswahlmöglichkeiten auch habe, gerade Beispiel in der EU, wobei ich das ja eigentlich nicht so empfehle, aufgrund von gewissen Sachen, die im Hintergrund natürlich auch laufen. Deswegen sage ich eigentlich immer, außerhalb der EU ist es gar nicht mal so schlecht, aber man muss sich da auch nichts vormachen, so schlecht ist es auch nicht. Deutschland hat viele gute Seiten, definitiv, ganz klar. Und man kann auch in so einem Steuerhöllenparadies sozusagen gute Lösungen finden. Ja? Kein Mensch in Deutschland muss Steuern zahlen, wenn er gewisse Strukturen aufbaut, wenn er natürlich auch die Möglichkeit hat, über ein halbes Jahr nicht in Deutschland leben zu können. Ja? Und da fängt das Problem natürlich bei den meisten an, weil sie eben an dem Ort und an der Zeit beruflich gesehen am Geld gekoppelt sind. Ja? Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel im Hintergrund bei einer Bank arbeitest, ja klar, dann verdienst du ja nur dein Geld, solange du hier arbeitest. Wenn du mal krank machst oder eine Woche Urlaub machst oder so, klar, bekommst du deinen Lohn weiter. Aber welcher Arbeitgeber gibt dir über ein halbes Jahr frei, damit du dein Geld vom Ausland verdienst? Ja? Wobei es heutzutage viele Möglichkeiten gibt, Remote-Jobs zu tätigen. Da haben wir auch viele Leute kennengelernt. Und deswegen kann auch jeder, der das möchte, nur mal, dass du das gehört hast, eigentlich steuerfrei auch in Deutschland leben. Aber eben nicht länger als ein halbes Jahr. Die 183-Tage-Regel immer beachten. Aber das lernt man natürlich auch nicht in der Schule. Das weiß vielleicht dein Steuerberater, sollte er wissen. Das kannst du gerne mal absprechen und abchecken. Dann braucht man natürlich eine gewisse Firmenstruktur, die wir uns vor Jahren natürlich schon aufgebaut haben. Deswegen ich persönlich, ich rede nur von mir, kann mir schon vorstellen, ein paar Monate länger in Deutschland zu bleiben. Auf jeden Fall auch gerade über die Sommerzeit, ja, so vielleicht ab Mai, Juni, Juli, August, ein paar Monate hier sein. Oder vielleicht auch ein bisschen länger. Aber eigentlich muss es nicht sein. Es hat viele Vorteile, wie gesagt, auch Deutschland. Gerade für die Kinder ist das wirklich ganz cool, wenn du hier deinen Sport durchziehen willst, wenn du deine Vision hast im Sport, wenn du irgendwelche Ziele großartig erreichen willst im Sport, ist das natürlich schon hier echt top. Wenn du natürlich auch irgendwie ja, den klassischen Weg gehen willst, wenn du studieren willst, wenn du Mediziner werden willst, Arzt, irgendwann Professor sein willst, dann ist das halt in Deutschland schon, made in Germany, schon echt spitze. Und das hat dann dementsprechend seine Vorteile, aber auch, ja, man könnte auch sagen, in vielen Sachen einfach auch finanziell gesehen, einfach seine krassen Nachteile. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Arzt bist, wenn du studierst, du bist fertiger Arzt, du hast vielleicht deinen Doktortitel gemacht und du verdienst im Jahr vielleicht, lass es 150.000 Euro sein oder als Anfänger vielleicht 100.000 Euro, dann werden dir 50% einfach mal abgezogen. Wenn du aber jetzt in ja, selbstständige Tätigkeiten gehst und dir Dienstleistungen anbietest, vielleicht sogar auch Online-Sprechstunden und mehr, dir ein Firmenkonstrukt so aufbaust, dann zahlst du halt weniger Steuern bis keine Steuern. Oder in dem Fall auch Dubai zum Beispiel. Wenn du dort als Angestellter arbeitest, zahlst du einfach mal keine Steuern. Ja? Maximal auf deinen Gewinn 9%, soweit ich weiß, ab 100.000 Dollar Gewinn. Das heißt, wenn du 110.000 Dollar Gewinn machst, zahlst du nur auf 10.000 Dollar 9% Steuern. Also das ist natürlich wirklich ein Witz und dementsprechend denke ich, für viele vielleicht, die jetzt das zum ersten Mal hören, eine Alternative auf lange Sicht. Ja, ich weiß, viele wollen auch nicht auswandern. Viele fragen mich auch immer, oder es gibt auch Menschen, die fragen tatsächlich, ja, was hat mir jetzt dieses Video gebracht? Es ist oft das Kleine im Detail, der Smalltalk, wo einfach spontan aus heiterem Himmel Einfälle kommen, die ich dann näher bringen möchte und dementsprechend Menschen davon auch profitieren können auf lange Sicht. Deswegen ist es ja so wichtig, ein Video von mir speziell von Anfang bis Ende durchzugucken und wenn es für dich interessant ist, zu liken, zu teilen und gerne auch ein kostenloses Abo dazulassen. Ich möchte hier nochmal betonen, am Freitag für uns, wir haben heute Mittwoch, am Freitag geht es für uns wieder los, zurück nach Hause. Das ist Alanya und da bleiben wir auch erstmal. Zumindest der Kern.
der Familie. Und dann schauen wir auf jeden Fall auch weiter und ich freue mich, wenn du weiter dran bleibst. Dementsprechend, ja, bleib einfach dran, bleib gespannt und ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Dein Markus aus Hamburg City.